saugeiles Revier. Zwischen den Traumstränden Brasiliens erleben wir den Albtraum auf offener Strecke. 3 von 6 Reifen sind Schrott. Noch 200 Kilometer und dann stecken wir fest. Wir sind auf dem Weg nach Süden, immer an der brasilianischen Küste entlang. Manchmal geht's nicht weiter. Der Räumungsdienst baggert immer mal wieder eine Wanderdüne von der Straße. Das gehört hier in der Starkwindzone zur Tagesordnung. Wir fahren zum Kultspot Paracuru. Es soll einer unserer Lieblingsspots werden, obwohl ganz schön viel los ist. Viele Locals und Kiter aus aller Welt treffen sich hier. Und viele von ihnen kommen jedes Jahr wieder. Es hat wie überall hier Hammerwind. Und dazu noch respektable Wellen am Außenriff. Eine Seltenheit an der Nordküste. Die Kinder genießen es, dass wir mal wieder eine Woche am gleichen Ort bleiben. Im einzigen Strandrestaurant fühlen sie sich bald wieder heim. Auch wegen dem super Mittagessen. Esst ihr wieder lauter gesunde Sachen? Pommes sind sehr gesund, oder? Oder? Ich glaube nicht so. Aber lecker, oder? Die Pommes-Alternative, Brasiliens sensationelles Superfood. Mittags gibt's eine Acai Bowl für mich, quasi frisch von der Palme. Noch mal höher und das Wasser ist. Ja, es ist schon. Unsere Zeit an den Kitespots neigt sich dem Ende zu. Unser Visum läuft bald aus. Aber wir können natürlich nicht weg hier, ohne das legendäre Jericoacoara gesehen zu haben. Hier laufen die schönsten Wellen am gesamten Küstenabschnitt. Nur, der beste Spot ist hier allein den Windsurfern reserviert. Kiter müssen weiter in Lee fahren.
Aber für Rallo gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Back to the roots. Schließlich war er ein paar Jahrzehnte Windsurfer, bevor er Kiter wurde. Saugeiles Revier ist das. Wie war's? Sehr cool. Die Wellen laufen zum Teil richtig sauber rein. Schöner Point Break von Right Hand. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so viele Menschen auf einem Fleck gesehen haben. Seien wir mal ehrlich, so ein bisschen touristische Infrastruktur ist ja manchmal auch ganz nett. Vor allem die fahrbaren Kaipi-Bars haben es mir angetan. Aber irgendwie kommen wir uns trotzdem hier reichlich komisch vor. So romantisch. Wir und 3 Millionen andere. Sobald die Sonne weg ist, strömen die Menschenmassen von den Bühnen in die zahllosen Bars und Clubs von Jericoacoara. Und wir machen auch die Biege. Definitiv zu viel Gedrängel hier für unseren Geschmack. Wir verlassen die Passatzone und die Landschaft ändert sich von Sandfarben nach Sattgrün. Obwohl wir uns immer weiter vom Äquator entfernen, wird es immer tropischer. Überall Regenwälder. Gefällt mir. Nach dem regenarmen Wendekreis erreichen wir den atlantischen Regenwald. Aber erstmal werden wir ausgebremst. Und diesmal ist es wirklich ernst. So, nach 25.000 Kilometern ist jetzt soweit. Ein Reifen fährt jetzt auf Stahlgürtel. Und wir sind jetzt damit konfrontiert, dass diese Reifengröße hier relativ schwer zu kriegen ist. Gestartet sind wir mit 95% Profil. Mehr geht erstmal nicht. Ohne Restrisiko, dass dir der Reifen in die Ohren fliegt. Nachdem die Stollen weg waren, hatte ich dem Reifen ja noch einiges zugetraut an Kilometern, aber jetzt wird es mir zu heiß, dass sich die Lauffläche komplett ablöst, weil er sich vermutlich mehr aufheizt als sonst. Jetzt wechseln wir den Reifen und dann haben wir vermutlich sind noch 200 Kilometer und dann stecken wir fest, weil wir nicht mehr weiterfahren können. Wir schaffen es gerade noch in die nächste große Stadt, Natal. Nach einer Odyssee zu vielen Reifenhändlern treffen wir endlich den Menschen, der uns rettet. José, der Chef einer Reifenwerkstatt, widerspricht allen, die unsere Reifen für unrettbar verloren deklarieren und erklärt seinem Team, wie es laufen muss. Rund erneuern ist das Zauberwort. Ja.
Die Reifenfabrik arbeitet mit erstaunlicher Präzision und Effizienz. Aber dennoch verbringen wir mehrere Tage ohne Reifen vor der Werkstatt. Zwangsgeparkt. Das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt unserer Reise im Sinne von Campingplätzen. Wir campieren seit 3 Tagen in dieser Tankstelle mit Lärm und Gestank. Aber jetzt geht es hoffentlich weiter mit rund erneuerten Reifen. Na endlich. Unfassbar, wie so ein bisschen Gummi einem die Freiheit wieder schenken kann. Und hält er 10.000. Ja, schon, ja. Das waren jetzt erstmal genug Menschen, Städte und Verkehr. Wir sehnen uns nach Einsamkeit und Natur. In den nächsten Wochen sehen wir einen Traumstrand nach dem anderen. Ganz allein sind wir zwar hier auch nicht, aber es ist kein Vergleich mit dem Ansturm der Massen wie an den Topspots im Norden. Unser neuestes Lieblings-Beach-Food? Queijo coalho, am tragbaren Minigrill geröstete Käsesticks mit Kräutern und Honig. Dass es hier plötzlich wieder so tropisch ist, hat einen Grund. Über dem Atlantik erwärmte Luft trifft auf die Ostküste, steigt an der Küstenkordillere auf und regnet ab. Obwohl die Breitengrade der Tropen schon weit nördlich von uns liegen, gibt es also viel Niederschlag. Ziemlich viel. Manchmal so viel, dass sich binnen Minuten Straßen in Flüsse und Brücken in Furten verwandeln. Es hat ein bisschen geregnet.
Die Küstenorte sind bezaubernd. Viel läuft hier noch ganz traditionell ab, wie hier in Itacaré. Wind gibt's hier keinen mehr, also müssen wir uns die Zeit anders vertreiben. Auf dieser Bootstour spüren wir es wieder mal ganz deutlich, wie es ist, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Schau mal, wo wir jetzt reinfahren. Da kommt das Boot nicht durch. Da, Mama, du musst immer dahin gucken. Schau mal, da sind Affen auf dem Baum oben. Schau mal. Die Freude unserer Zwillinge ist so mitreißend, dass wir schließlich über jede kleine Mangrovenkrabbe staunen, als wäre es ein echter Jaguar. Cooler als im Brunnen. Ich finde das viel cooler als bei dem anderen Ausflug, den wir mal gemacht haben. Die Krabben. Da, eine Riesenkrabbe. Ein Riesenkrabbe. Und da, ein Riesenkrebs. Der war wirklich. Boah, jetzt halte ich aber nicht mehr aus. Boah, jetzt wird es immer dunkler, die Mangrovenhöhle. Schau mal. Wow. Was für ein Geschenk, diese Begeisterung der Kinder, ihre unverstellte Neugier. Gemeinsam losziehen, um Zeit miteinander zu verbringen. Das war es, was uns von Anfang an bewegt hat, auf diese Reise zu gehen. Und auch dieser schöne Nachmittag wird sich in die Kette unserer Erinnerungen einreihen wie eine neue Perle. Schimmernd und kostbar. Und haltbar über Generationen hinweg. Nach 23.000 Kilometern biegen wir in die Bucht von Rio de Janeiro ein. Der Zuckerhut. Ah ja, der Zuckerhut. Aber zuerst bleibt mal wieder ein LKW stecken. Nur diesmal sind wir die Retter. Endlich sehen wir sie mit eigenen Augen. Die vielleicht tollste Stadt der Welt, Rio de Janeiro. Von einem Weltwunder zum nächsten, die sensationellen Iguazu-Fälle. Das ist Wahnsinn, der Blick in die Hölle. Schau dir das an. Die größte Dusche der Welt. Von der Gischt des Höllenschlundes. Urgewalten inmitten toller Natur und der vielleicht krasseste Bootstrip der ganzen Zeitreise. Unsere letzten Tage in Brasilien haben es echt in sich.